In den USA, da gibt es nur zwei Parteien, Demokrat oder Republican. Ist das eine Demokratie? Das soll Demokratie sein. Ihr könnt ja nur wählen zwischen Schwarz und Weiß, Pest und Cholera. Das sind die Kommentare, die wir hier unter unseren wichtigen Videos bekommen. Lehrauftrag. Also, es gibt tatsächlich nicht nur zwei Parteien in den USA, aber die Frage ist ja tatsächlich berechtigt, warum sind denn nur zwei Parteien immer in den Wahlen vorne oder man liest und hört immer nur von zwei Parteien? Die Erklärung ist nicht ganz trivial. Grundsätzlich gilt ja hier das Winner-Take-All-Prinzip. Das heißt, hier gibt es Ein-Personen-Wahlkreise und der Winner bekommt den Sitz. So ist das nun mal. So, jetzt ist es aber auch so, dass du zum Beispiel hier 50 Staaten hast. Also nicht nur zum Beispiel, du hast hier 50 Staaten. So, und jeder Staat hat eigene Hürden, um überhaupt auf die Ballots zu kommen. Ne? Und das ist sehr aufwendig und sehr teuer für neue Parteien, überhaupt über diese Hürde zu springen. Das heißt aber auch, dass die weniger in den Fernsehsendungen eingeladen werden. Ja? Das heißt, die werden weniger eingeladen zu Debatten und die kriegen natürlich nicht die Sichtbarkeit und die Reichweite, die sie eigentlich bräuchten, um auch wirklich gewählt zu werden. So, und viele Menschen hier, die haben Angst vor dem sogenannten Spoiler-Effekt. Das bedeutet, wenn du einen Kandidat hast von einer anderen Partei, also außerhalb Republicans und Democrats, dann, der aber vielleicht gleichgesinnte Meinung hat, wie dein präferierter Weg, dann ziehst du denen also die Stimme weg und der Republican oder der Demokrat der anderen Partei hat dadurch einen Vorteil. Das ist der Spoiler-Effekt. Da haben viele Angst vor und darum wählen die lieber die Partei des Vertrauens, die man kennt, ne? Also entweder Republikaner oder Demokrat. Aber es gibt viel mehr Parteien. Es gibt zum Beispiel hier Libertarians, die Greens, dann gibt es die Constitutionals. Also es gibt ganz viele Parteien. Alaska und Maine, die wollen da so ein bisschen vorstoßen und bieten jetzt auch an, eine Zweit- oder Drittpräferenz abzugeben. Das ist neu, also ist halt gar nicht so neu, ne? Aber die zwei Staaten, die machen das schon aktiv und bieten damit auch eine Chance, dass andere Parteien nachrutschen können. Was meint ihr denn? Ist das gut? Ich meine, in Deutschland gibt es auch wie viele Parteien? Also ich kenne nur zwei eigentlich.